Hallo Leute, ich bin's, Katja. Ja. Grüße aus Tokio und heute reden wir über die Unterschiede zwischen Japanern und Deutschen. Und diesmal sind die Frauen an der Reihe. Ja. Ja. Hajimaru! Nummer 1, eines wird euch sofort auffallen, die Größe. Und zwar sind deutsche Frauen größer als 162,8 und japanische Frauen kleiner als 156,5. Ich bin da mit meinen 160 Zentimetern eine der kleinsten und generell ist die Konversation immer irgendwo hier oben. Aber wenn man dann nach Japan kommt, dann sind die Frauen so klein und süß und es ist einfach total goldig und ich freue mich, dass ich nicht immer die Kleinste bin. Nun, die sind ein paar Unterschiede in der Größe, aber es gibt auch ganz große Unterschiede mit Fashion und Make-up. NEXT! Nummer 2, Kleidung und Stil. Nun, ich bin natürlich jetzt nicht so normal angezogen, so würde man in Deutschland generell nicht Leute herumlaufen sehen, aber es ist ein großer Unterschied in der Fashion und wie sich Frauen in der Öffentlichkeit zeigen im Vergleich zu Japan und Deutschland. Zum Beispiel, Make-up und Fashion sind hier sehr, sehr anders. Fangen wir mal beim Make-up an. Generell in Deutschland wird nicht so viel Make-up getragen. Da ist eher weniger mehr. Heißt, viele Frauen gehen auch komplett ohne Make-up raus oder legen nur so ein bisschen Mascara auf, vielleicht ein kleines bisschen Lidstrich, aber das war's schon. Während in Japan doch sehr viel Wert aufs Äußerliche gelegt wird. Eine Frau, wenn sie sich hergerichtet hat, trägt dann auch meist Make-up. Heißt, Make-up ist... Manche haben auch dieses Natural Make-up. Was ist dann dieses natürliche Make-up hier in Japan, was eigentlich Stunden braucht, damit man natürlich noch mal besser aussieht, als hätte man sich nicht geschminkt. Das ist nochmal eine ganz andere Stilrichtung. Deutsche Frauen haben so das Praktische. Das heißt, generell sieht man da mal sehr selten einen kurzen Rock, sondern generell, wenn ich mich so umschaue und mal wieder in Deutschland bin, tragen eigentlich alle Frauen Hosen. Das ist mal ganz selten, dass da ein Rock ist oder ein längerer der Rock. Oder vielleicht manchmal ist es das Dirndl, das ist dann wieder ein Kleid, also die traditionelle Kleidung. Aber generell tragen deutsche Frauen nicht so oft Röcke. Da ist so die Betonung ein bisschen mehr auf ein bisschen Oberweite. Man zeigt vielleicht ein bisschen was im Ausschnitt und ähnliche Sachen. Beine werden nicht so häufig gezeigt wie der Ausschnitt in Deutschland. Vor allem beim Dirndl, da ist es ja nochmal ganz wichtig, dass man das Herzerl hinkriegt. Ihr wisst schon, was ich meine. In Japan ist die Fashion, die Kleidung, wirklich um einiges femininer. Heißt, sehr viele Röcke, sehr viele rüschige Klamotten, sehr viel kreative Sachen, aber immer sehr feminin, mit zurückhaltenden Farben und ähnlichen Dingen. Nochmal ganz anders. Und in Japan wird mehr Bein gezeigt als Oberweite. Heißt, man sieht eigentlich gar keinen Ausschnitt in Japan, wirklich ganz, ganz selten. Und ansonsten ist der Fokus eher auf den schönen, süßen, dünnen Beinchen, die die Japanerinnen haben. Also es wird eher hervorgehoben, dass man süß und feminin und soft und weich ein bisschen erscheint. Nummer 3, das Interesse. Nun, wie findet man denn heraus, ob eine deutsche Frau oder eine japanische Frau an euch interessiert seid? Bei einer deutschen Frau findet ihr das bestimmt heraus, weil sie mit euch flirtet. Da sind die deutschen Frauen nicht so verhalten. Da sagt man das auch mal, hey, willst du irgendwo mal gemeinsam hingehen und so. Also es wird, glaube ich, ein bisschen geflirtet, nicht zu viel geflirtet, aber es wird einfach gesagt, hey, lass uns doch mal was unternehmen. Und beim gemeinsamen Unternehmen findet man dann eben heraus, ob man zusammen passt und ähnliches, ob man ähnliche Hobbys hat, ob man sich miteinander versteht. Solche Sachen. Da scheren wir uns nichts, da gehen wir einfach auf die Leute zu. Da wird nicht so in der Gegend rumgetippelt. Bei japanischen Frauen ist das noch ein bisschen anders. Es gibt ein paar japanische Frauen, die nicht so traditionell sind, aber viele sind noch sehr traditionell. Das heißt, man wartet so ein bisschen, bis der Mann den ersten Schritt macht. Aber man kann schon erkennen, dass sie vielleicht an einem interessiert sind mit so kleinen Gesten wie, nehmen die so ein bisschen den Zipfel vom Ärmel oder ist da mal so irgendwo so ein bisschen ein Antatschen vom Arm oder so dran. Da sind die japanischen Frauen sehr schüchtern oder viele sind sehr schüchtern, aber es gibt so kleine Zeichen. Da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber ganz ohne ist es auch nicht. Heißt so ein bisschen horchen, ist die vielleicht interessiert an mir, will die ein bisschen mehr Zeit mit mir verbringen, zeigt die denn sehr viel Interesse von mir, fragt die viele Dinge über mich, solche Sachen. Aber wie gesagt, nicht so direkt wie die Deutschen, ein bisschen dezenter und schüchterner. Das macht es ein bisschen schwieriger, aber wenn man wirklich die Augen und Ohren offen hält, kann man dann schon merken, die zeigt mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als sie anderen zeigt. Und dann könnte sie vielleicht mal auf ein Date einladen.
Nummer 4, das Date. Wenn ihr das jetzt endlich geschafft habt und die Mädels auf das Date gebracht habt, wie schaut das Date generell aus? Nun, bei einem Date mit einer deutschen Frau ist es generell, kann es sehr aktiv sein. Heißt, man geht irgendwo hin, man unternimmt was, man trifft sogar vielleicht Freunde, man ist vielleicht im Museum, man geht sich was anschauen oder wandern oder ähnliche Sachen. Also da ist sehr aktiv und dann müsst ihr schauen, habt ihr die gleichen Hobbys, wie kommt ihr miteinander klar? Solche Sachen, da ist man sehr offen und dadurch, dass deutsche Frauen auch sehr offen sind, kann es auch sein, da habe ich jetzt eher keine so Lust drauf, die wird euch das dann sagen und dann könnt ihr das dem Ganzen etwas anpassen. Nun, wie ist das bei japanischen Frauen? Ein bisschen anders. Und zwar ist es so, dass traditionell der Mann eigentlich das Date komplett plant. Also wie ein Weddingplaner, eine Wedding plant der japanische Mann generell das Date für die Frau. Das ist sozusagen eine Bespaßung der Frauen. Das heißt, viele müssen einfach, als Frau muss man eigentlich nur hingehen und anscheinend da sein und die Show läuft dann. Heißt, es wird im Vorhinein geschaut, wo man hingeht, wie die Zeit einkalkuliert wird. Da wird schon im Vorhinein das Restaurant angerufen und vielleicht sogar so ein Tisch schon bestellt oder ähnliche Sachen. Da wird richtig Recherche gemacht. Heißt, wenn ihr eine japanische Frau seht und die auf ein gutes, tolles Date bringen wollt und die beeindrucken wollt, dann müsst ihr das auch im Kasten haben. Heißt, im Vorhinein planen, genau, was ihr den ganzen Tag ausplant, damit die das Gleiche hat. Natürlich wird das von euch nicht erwartet. Normalerweise, wenn man Ausländer ist, dann wissen viele schon, naja, der macht wahrscheinlich jetzt nicht so eine Riesenplanung. Aber wenn ihr das trotzdem könnt, auch wenn es nicht von euch erwartet habt, dann habt ihr definitiv schon ein Stein im Brett. Nummer 5. Stopp! Wer bezahlt denn eigentlich die Rechnung? Nun, in Deutschland ist es generell so, man bezahlt, was man selber bestellt hat. Heißt, wenn Frau sich eine Pizza bestellt hat, dann bezahlt die ihre eigene Pizza. Man macht nicht halbe, weil jeder so sein eigenes bestellt hat. Man bezahlt, was man eigentlich selber bestellt hat. Aber wenn ihr trotzdem einen Brownie Point, einen Stein im Brett haben wollt, dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn man sagt, nee, ich zahle das schon. Aber dann das nicht so an die große Glocke hängen und so ein Tamtam drüber machen, von wegen, oh, ich zahle dir das, sei dankbar. Sondern eher so, nee, kein Problem, ich übernehme das dieses Mal. Dann ist das nicht so eine riesen Story drumherum. Bei den japanischen Frauen ist es ein wenig anders. Da ist es nämlich so, dass generell für ein Date die Restaurantrechnung von dem Mann bezahlt wird. Heißt, das kann erwartet werden. Für Ausländer wird es vielleicht nicht so erwartet, aber generell solltet ihr schon darauf eingestellt sein, dass ihr da wahrscheinlich die Rechnung bezahlt. Wartet aber nicht, bis ihr aus dem Restaurant rausgeht, um zu bezahlen, sondern wenn die Frau im Bad ist oder kurz irgendwo einen Anruf annimmt oder ähnliches, das ist ein toller Zeitpunkt, um da im Vorhinein schon mal zu gehen, im Vorhinein die Rechnung zu begleichen, wie ein Ninja, so machen das die japanischen Männer nämlich, und dann habt ihr die Rechnung beglichen, es gibt keine Diskussion, wer jetzt was bezahlt, es ist schon einfach gemacht und keiner muss sich drum kümmern und keiner muss ein schlechtes Gewissen haben. Nummer 6. Miteinander ausgehen. Und wart ihr schon auf ein paar Dates und ihr wisst noch nicht so ganz genau, ist die Frau wirklich an euch interessiert? Geht ihr eigentlich miteinander aus? In Deutschland ist es so, oder es wird uns wenigstens nachgesagt als Deutschen, unsere Beziehungen bewegen sich im Schneckentempo. Das heißt, wir sind nicht so voll zack, 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 gehen sofort aufs Ganze. Man lässt sich in Deutschland anscheinend etwas mehr Zeit. Man beschnuppert sich, man verbringt Zeit miteinander. Und wenn man so herausfindet, okay, der passt zu mir, der hat die gleichen Hobbys. Wir sind ein bisschen strukturierter anscheinend oder ein bisschen, organisierter und praktischer. Man schaut sich erstmal den Partner ganz genau an. Passt der zu mir? 100%? Okay, dann kann man es vielleicht mal versuchen. Manchmal ist es so, dass in Deutschland einige Beziehungen sehr lang laufen können. Und man macht auch schon einiges miteinander. Knutstrom und solche Sachen. Und da kann das sein, dass es immer noch nicht ganz sicher ist, sind wir jetzt zusammen, sind wir offiziell zusammen, sind wir nur miteinander zusammen, sieht da noch jemand andere Leute auf der Seite? Und da ist am besten, wenn man sich dann wirklich Sorgen macht, dass man mal einfach fragt, hey du, wo stehen wir eigentlich? Sind wir jetzt offiziell zusammen? Ist natürlich immer so peinlich, wir Deutschen sind da irgendwie auch ganz schön schüchtern, aber Fragen ist, glaube ich, die beste Variante, um die ganze Unsicherheit loszuwerden, ob man jetzt offiziell miteinander ausgeht. Bei japanischen Frauen ist das nochmal anders. Generell, man geht auf 3 Dates und beim 3. Date sollte dann der Mann seine ehrlichen Gefühle zeigen. Heißt, normalerweise beim 3. Date sagt der Mann schon, dass er sie sehr gern mag und dass er sie gerne als seine Freundin hätte. Ähnliche Sachen. Das heißt, seid mal bereit, das 3. Date ist eigentlich das Wichtigste von den 3 Dates. Natürlich, die ersten 2 müssen gut laufen. Wenn es dann beim 3. auch gut läuft, heißt das, dass ihr vielleicht eine Chance habt und zusammenbleiben kommt. Und das heißt offiziell sagen, ich mag dich, bitte sei meine Freundin. Muss man richtig sagen.
Ein kleiner Warnhinweis hier, während in Deutschland es okay ist, dass man auf verschiedene Dates geht, mit verschiedenen Leuten vielleicht zusammen ist und ähnliches, ist es oft so, dass viele japanische Frauen schon, nicht alle natürlich, aber viele denken schon gleich an die Zukunft, heißt an Hochzeit und ähnliches. Heißt, wenn ihr diese Frau einladet, mit euch auszugehen, dann solltet ihr auch ernsthafte Gedanken haben, dass ihr vielleicht eine Zukunft miteinander habt. Und ich weiß, bei vielen jetzt ist es so, nein, ich will mich noch nicht binden, aber wenn ihr so nicht die Absicht habt, die in der Zukunft zu heiraten, dann solltet ihr das auch ehrlich sagen. Denn viele denken, dass da das Daten auf die Hochzeit hinausläuft. Auch die Jungen in den 20ern, sogar teilweise schon mit 17, wird schon sehr früh ans Heiraten gedacht bei den japanischen Frauen. Heißt, da müsst ihr auch ehrlich sein, denn es ist ja denen gegenüber nicht fair, wenn sie sich Hoffnung machen, dass ihr schon an Heirat denkt, während ihr eigentlich nur ein bisschen daten wollt. Ganz wichtig. Nun, dies sind ein paar Schritte, die man so geht, bevor man miteinander richtig ausgeht. Und wenn man miteinander ausgeht, gibt es nochmal, bless you, Gesundheit, gibt es nochmal ganz schöne Unterschiede. Und da werden wir das nächste Mal drüber reden. Also, Leute, vergesst nicht zu abonnieren, subscriben, vergesst nicht zu abonnieren und uns auch ein Like zu geben. Und das nächste Video geht darum, was dann so passiert oder was auf euch zukommen kann, wenn ihr erstmal mit einer Deutschen oder einer Japanerin ausgeht. Ich freue mich, von euch mehr zu sehen und zu hören. Und ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder hier in Tokio. Tschüss!